Ich habe mal bei meinem G63 die Inspektion selber gemacht. Bisschen weiß ich schon. Auto läuft noch? Mein Motor hat auf lebenslang Garantie jetzt, ne? Wenn du den baust. Das ist ja klar. Opa. Oh. Das war schlecht. Das Schlimmste, was passieren kann. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ach, muss jetzt schon auch Ja, noch jetzt müssen wir Öl. Guck mal. Ah, okay. Jetzt machen wir Öl. Erste Mal, dass da Öl raufkommt. Ja, guck mal, was hier steht. LSE? G? Ja, 63? G63. Also für ein G63. Wir bauen hier gerade einen Motor für ein G63. Genau. Moin. Grüß Morgen, dich. servus, grüß mich. Maximiliano, mein Maxi? Maxi geht auch. Maxi, okay, sorry. Also wir sind jetzt heute hier, Maxi. Heute bist du mein Chef. Schön, Genau. freut mich. Ja, das ist so. Du wirkst auch so tief und entspannt, das ist auch gut so. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwei linke Hände, was Handwerk betrifft. Also meine Töchter gucken sich das jetzt auch bestimmt an und die lachen sich jetzt Schrott, dass ich hier überhaupt rangelassen werde. Ich kann noch nicht mal auf gut Deutsch ein Bild aufhängen. Kein Problem, wir machen draußen eine linke und eine rechte Hand. Das kriegen wir hin. Was machst du hier genau? Ich bin hier Trainer an der Qualifizierungsinsel. Okay. Das heißt, neue Mitarbeiter, die zur AMG kommen, Okay. für die Motorenmontage werden hier 2 Wochen qualifiziert von uns. Und danach dürfen 2 Wochen? 2 Wochen hier am Stück. Okay. Was muss man dafür gelernt haben? Ja, optimal wäre Kfz-Mechatroniker. Ach so, okay. Und wie viele bildest du so aus im Jahr? Circa? Dieses Jahr waren es um die 100 Okay, schön, und es geht weiter. schön. Wie lange bist du dabei? Ich bin seit ca. 10 Jahre dabei Okay. und seit 2 Jahren mache ich die Qualifizierungsinsel. Mega. Komm, wir starten. Ich kann es kaum Fang mal an. abwarten. Okay. Also, Gut. So, jetzt wir kommt's. haben hier 2 Stationen aufgebaut. Station Nummer 1 ist die Montage der Kolben. Ah, warte mal, entschuldige, eine Sache. Ihr wisst ja, geht mal ein paar Folgen zurück oder wir blenden euch das ein. Ich habe mal bei meinem G63 die Inspektion selber gemacht. Okay. Also ein bisschen weiß ich schon, ne? Bisschen weiß ich schon. Auto läuft noch? Ja, Okay, dann ist gut. der war richtig gut, der war richtig gut. Jetzt müssen wir lernen. Okay, jetzt sollten wir was lernen. Jetzt lernen wir. Wie gesagt, hier montieren wir die Kolben. Ja? Und da hinten haben wir die zweite Station aufgebaut. Da montieren wir nachher den Kabelsatz Okay. mit der AR-Brille. Ah, cool. Gut. Cool. Und wenn du bereit bist, dann legen wir gleich los. Ja, los, machen wir. Also, als erstes müssen wir uns Handschuhe anziehen. Handschuhe, das ist okay. Tragepflicht. Mein Pulli habe ich ja schon richtig angezogen, ne? Weiß. Passt. Aber hier kannst du ja das Gefühl vom Boden essen, so sauber ist es hier. Hier ist sauber. Also ich mache mir keine Sorgen um meine weißen Und wenn, dann Pullis. ist auch nicht schlimm. Ja, ich habe auch noch 5 Stück mit, also das ist kein Problem. Die waren in Angebot. Dann passt's ja. Als erstes holen wir erstmal die sogenannte Kolbenbrille. Das ist die, Kolbenbrille nennt sich das. genau, wir nennen die Kolbenbrille. Stülpen wir sie hier drauf. Okay. Wir überprüfen, dass die Führungsbuchsen einwandfrei laufen, Ach so. Wie laufen? Was meinst du? dass sie sich bewegen. Ach, dass sie sich bewegen. Genau. Okay. Dann haben wir hier die 4 Kolben. Wenn wir den Kolben montieren, müssen wir immer erst schauen, dass die Sicherung vom sogenannten Kolbenbolzen, die Sicherung montiert ist. Wäre das nicht der Fall und du montierst einen Kolben, dann hast du einen Motorschaden. Verstehe. Ganz Verstehe. klar. Aber werden die direkt so schon angeliefert oder muss das der Monteur auch selber machen? Nein, das montieren wir an der Produktion. Da haben wir eine spezielle Maschine Okay. und die fügt den Kolben mit dem Pleuel zusammen. Ah, okay, verstehe. Okay, Super. wenn wir dann den Kolben hier überprüft haben, dann müssen wir natürlich auch schauen, ob die sogenannten Kolbenringe verbaut sind. Okay. Und ich zeige das jetzt mal, wie wir das immer machen. Die weiße Markierung so rüber, also der Mercedes, der Stern, Luft, Wasser, Erde. Genau. Und nach dem richten wir uns Aber was meinst du jetzt genau? die Öffnung vom Kolbenring. Ach, die Öffnung, alles Die klar. Öffnung okay. vom Kolben. Die dürfen nicht übereinander sein. Ah, verstehe. Verstehe. Okay. Deswegen immer den weitesten Weg zueinander. Das heißt, hier weiß, Ja, passt. so, ne? Wunderbar. Einbaurichtung Das ist, heißt, der Pfeil hier, schau achso, mal, muss nach da sein. darüber, genau. Richtung Zylinder 1. So, jetzt lässt ihn los. Und jetzt dann mit Gefühl noch ein bisschen. Nee, Noch ein bisschen. der ist noch nicht drin. Jetzt ist er drin. Ach so, alles klar. Genau, das reicht schon. Deswegen habe ich mich erschrocken. Okay, gut. So, da haben wir das. Die nächste. Den nächsten. So, nehmen wir wieder hier. So, jetzt habe ich den Stern. Richtig? Gut. Super. Einbaurichtung. Einbaurichtung. Genau. Wieder so.
Genau, jetzt ist er drin. Ah, Das jetzt reicht. ist er da. Okay, super. So, nächste. Ihr braucht ja eigentlich für einen Vierzylinder circa 2,5 Stunden. Genau. Wenn ich das jetzt mache, braucht ihr 2,5 Tage. Dann bist du noch gut dabei. Und die Motoren haben ja 3 Jahre Garantie, richtig? Mein Motor hat auf lebenslang Garantie jetzt, ne? Den wir jetzt Wenn hier du den zusammen- baust. Das ist ja klar. So, das jetzt passt. haben wir die. Und die Pfeile sind immer Richtung Zylinder 1. Zylinder 1, richtig. Genau. So, dann habe ich vorhin gesagt, wir müssen sie auf ja, eine Ebene stimmt. bringen. Stimmt. Wenn du jetzt das komplett runter drückst bis zum Anschlag, das Ja. reicht dann. Einfach runterdrücken. Runter. Genau. Ach so. So. Ach, das ist ja krass. Das ist der sogenannte Tiefenbegrenzer. Der ist so entspannt, der Maxi. Ey, das ist unglaublich. Gut. Sehr geil. Und jetzt geht's weiter mit, also jetzt wird es weitergehen, jetzt würden wir den Block umdrehen Richtig. sozusagen, dann würden wir die Kurbelwelle einbauen. Genau. Aber dafür haben wir haben nicht komplett die Zeit, ist einfach so. Und jetzt geht's weiter, Kabel einsetzen. Jetzt montieren wir Kabelsatz mit der virtuellen Prelle, also AR. Und das setzt ihr auch schon in der Produktion ein? Das wird in die Produktion kommen. Aber Okay. frag mich nicht wann. Ah, aber okay, es alles wird klar. kommen. Okay, Es wird kommen. okay. Und jetzt geht da ein Bildschirm an. Guck mal. Da. Ach, guck mal hier. Das macht Max mit seinem Finger. Für einen Außenstehenden sieht das ein bisschen komisch aus, aber das, was ich sehe, seht ihr gerade auch im Flip. Ah, okay. Okay. Wir sind gleich soweit. Alles gut. Bevor wir starten, Maxi, eine interessante Sache noch, ganz wichtig, weil hier ist ja schon also ich würde mal sagen, als Laie fast fertig. Ne? Und ihr seht ja hier die roten Streifen. Und das ist so eine Markierung, dass das ein Schulungsmotor Richtig. ist sozusagen. Genau. Und dass dieser Motor nie in die Produktion darf oder für irgendwas verwendet werden darf. Genau. So wie du gerade gesagt hast, ist eine interne Markierung, damit wir wissen, dass dieser Motor nur für die Schulung ist. Okay, perfekt. Genau. Super, dann fangen wir an. So, Brille ist eingerichtet, dann Super. würde ich vorschlagen, Aufsetzen. Meine anpassen. Haare, guckt euch nochmal meine Haare an, die sind gleich hin. Siehst du was? Ja, ich sehe was. So, das, was du siehst, sehen wir eigentlich auch am Flip. Alter Ja? Und jetzt montieren wir den echten Kabelsatz auf dem Motor, im Endeffekt so, wie er dir abgebildet ist. Okay. Jeden einzelnen Schritt. So, ich helfe dir mal ein bisschen, ich lege ihn dir mal so drauf, wie er drauf Weißt du, soll. was ist mit Tannenbaum gemeint jetzt? Tannenbaum sind im Endeffekt diese kleinen Stecker hier. Ach, das ist Ach so, okay. Das nennen wir Tannenbaum. Das nennt ihr Tannenbaum. 2 Tannenbaum auf Zylinderkopfhaube stecken. Ach so, 1 und 2. ZKH bedeutet Zylinderkopf. Zylinderkopfhaube. Okay. So. Jetzt müsstest du theoretisch hier in diesem Bereich vorne 2 blaue Punkte sehen. Das wäre der hier, Okay. den hier einfügen. Ah ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Ja, genau. Gut. Okay. Dann, wenn du ihn eingefügt hast, wieder auf das rechte Pfeil drücken. Genau. Siehst du jetzt den zweiten? Ja, zweiten von 2,2. Hier, ne? Genau. Das funktioniert ja echt cool. Das ist Ja. ja echt Wahnsinn. Schrauben anfädeln. So. Jetzt sollst du alle Schrauben vom Kabelsatz anfädeln. Ich hole sie dir kurz. Ja. Also, guck mal, jetzt, wenn ich weiter wegstehe, zeigt er mir alle Schrauben an. Hier ist eine Schraube, da ist eine Genau. Schraube, da ist eine Schraube, da ist eine Schraube. Genau. Und jetzt Krass. bekommst du von mir einen Schraubendreher. Okay. Und danach Anfädeln heißt reinschrauben. Ansetzen. Einsetzen. Genau. Eine ist hier oben. Ne? Genau. Ja. Gut. Die nächste wäre hier vorne. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ja. Genau, da ist einer. Da ist eine. Opa. Oh. Das ist war das schlecht. Schlimmste, was passieren Das kann. ist das Ne? Schlimmste, was passieren Das ist kann. das Schlimmste, was passieren kann, wenn eine Schraube im Motor reinfällt. Und Kein schon Problem, wir haben holen eine andere. Alter Schwede, schon. Aber- Hier muss auch noch mal so neongrün Streifen drauf machen, dass ich dran war. Also das Ding ist jetzt schon Schrott. Und die letzte ist hier unten. Siehst du sie? Ja, jetzt sehe ich sie, genau. So. Gut. Jetzt haben wir 6 Schrauben angesetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Was steht noch drauf? Schrauben, anfädeln und Verschrauben. verschrauben. So, jetzt nehmen wir den sogenannten Winkelschrauber und jetzt verschrauben wir von unten nach oben alle 6 Schrauben. Ach so, okay. Einfach hier raufdrücken. Ne? Einfach draufdrücken, genau. Hier oben ist natürlich total easy. Genau. Das war's. Dann haben wir hier noch eine. Dann haben wir da noch einen. So, mal, und die wird immer letzte schneller, ist das ne? Masseband. Ne? Das war dem besser. Perfekt. Gut.
Und manchmal wenn man bei Masse ein bisschen lose ist, dann fängt das Auto ja schon an, nicht mehr richtig zu laufen. Dann haben wir sogenannten Wackelkontakt Genau. und dann leuchtet alles unter Umständen und Genau, das Auto genau. funktioniert nicht mehr richtig. Genau. Also ist die Masse ein sehr, sehr wichtiger Absolut. Punkt. Soll ich jetzt weitergehen? Der muss hier rein, ne? Genau, der muss da rein. Es gibt ja nur eine Möglichkeit, Es ne? gibt nur eine Möglichkeit. Kann man da überhaupt was falsch machen? Kannst du da was falsch stecken eigentlich? Nein, Nee, ne? nein. Die Eigentlich Stecker nicht. sind von der Länge her so gemacht, dass du sie nicht vertauschen kannst. Genau. Und jeder Stecker ist von der Form her anders. Absolut. Also ja. Ach so, das heißt, hier, da passt auch nur zum Beispiel Zur Zündspule. Das ist der sogenannte, einer von 4 Stecker für die Zündspule. Zündspulen, genau. Und der passt nur für die Zündspule Nummer 3. Verstehe. Weil die Länge halt es nicht hergibt. Alles klar, okay, verstehe. Also ich muss sagen, da muss man sich echt dran gewöhnen. Ja. Ich glaube, wenn du 1-2 Tage damit arbeitest, geht das fix. Dann geht es fix. Aber wenn du jetzt ganz frisch dabei bist, musst du immer runtergucken wegen deinem Text, dann deinen Pfeil immer treffen. Also ich glaube, wenn du damit versiert bist, da würde ich mal gerne einen dabei zugucken, weil der guckt dann bam, 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 bam. Du siehst sie nur noch so. Das ist halt viel Übung. Absolut, es ist viel Übung. Aber es ist echt mega interessant. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön, hat gefreut. echt Spaß gemacht. Ganz Und jetzt eine meinerseits. Schulnote? Ganz ehrlich, Ja. also wenn die Schraube jetzt nicht da reingeflogen wäre, wäre es ein Zweier gewesen. Aber wir bleiben bei einem guten 2,5. Was wir jetzt im Nein. echten Leben, Schraube da rein, wäre vorbei, ne? Nein. Wir Wir haben, musst das hier, jetzt suchen und rausholen, wir ne? haben hier einen Magnetstab, Stimmt. die fischen wir wieder raus. Jetzt geht's zu den V8-Motoren. Und die ich ja persönlich extremst liebe, okay? Aber man darf hier natürlich eine Sache nicht vergessen. Ich glaube, wenn man hier intern mit vielen Leuten spricht, es ist halt eine politische Sache. Man muss sich an die Regeln halten. Und 4 Zylinder hin und her, es ist jetzt so, es ist die Zeit. Wir müssen mitgehen. Aber jetzt gehen wir rüber zu V8. So, jetzt wird's spannend. Servus. Hamid, grüß dich. Loran, Alles grüß fit? dich. Ja, bei dir? Super, muss. Oh, guck mal, was wir zugeschickt haben. Oh je, Arbeitsschuhe anziehen. Arbeitsschuhe. Guck mal hier, sogar mit Hamid TaylorMade drauf. Das ist genial. Hamid Mossadegh und Chris. Du brauchst auch Schuhe, Mann. Ja. Was, mein Name steht ja weg. Christian Oberkamp, Hamid Mossadegh. Schuhe ist Pflicht, ne? Der Schuh ist Licht, ja. Okay, was machen wir denn jetzt gleich? Jetzt wollen wir mal V8. Was machen wir jetzt? Gehen wir mal zu dem Motorenbauer, oder? Ja, klasse. Oder willst du mal super. was lernen? Ja, wo soll ich das anziehen? Am besten Jetzt hier. sofort? Jetzt sofort. Echt? Ja, das wäre gut, oder? Ja, komm, Chris. Ah, ja, komm. Ey, die sind sogar sportlich. Kollege, Und ganz neu. Ja, wer ist jetzt wohl schneller? Wer ist fertig? Soll ich dir helfen? Soll ich die zumachen? Oder so Rollen hinter. Ja, genau. So, jetzt geht's los. Jetzt bin ich Immer. echt gespannt. Moin. Jetzt bin ich mal echt gespannt. auf geht's. Ja, lauf du vor. Achso, komm. okay, Ja, okay. Passt, alles Ich gut. weiß nicht, immer geradeaus? Immer geradeaus. Immer geradeaus. Ziehen wir den mal raus. Okay. Das heißt, du baust einen Motor eigenständig und dann kommt deine Plakette. Meine Plakette drauf. Mega. Ja, das ist das ist- nicht cool? Das ist das Beste, was es gibt. Ja, ne? Ja, na klar. Und hast schon mal ein Auto wieder gesehen nach Jahren Ja, Motor? öfters. Ja, ja. Kommen auch Kunden vorbei. Ja? Geil. Genau. Also eben durfte ich ja richtig Hand anlegen, aber jetzt ist es so, es ist eigentlich fast unmöglich, aber ich darf dabei sein. Aber die Linie bleibt ja trotzdem treu, One Man, One Engine. Das heißt, ich darf nur zugucken. Ich darf nur zugucken. Ich darf hier nicht so wie eben bei den Vierzylinder Kolben mit reinsetzen oder sonstiges. Geht nicht. Darf ich nicht. Und Soran, das ist jetzt dein Motor, Mann. Wie viele Motoren hast du zusammen schon gebaut? Was meinst du? Oh, ich glaube 1,6. 1600 1600, Stück. ja, so grob. Krass. Mit Vierzylinder. Mit Ich Vierzylinder. kann beide Motoren. Ja, sehr gut. Ja, Sehr gut. muss ja, weiß ja. Ja, geht ja nicht anders. Geht nicht anders. Aber was brauchst du lieber? VA. Power. Was machst du jetzt? Jetzt melde ich unser Auftrag an. Ach so, okay. Ja, aber genau. Und du brauchst so. jetzt wie lange für so einen Motor circa? 4 Stunden. 4 Stunden. Ach so, jetzt haben wir es. Vierzylinder braucht so ungefähr 2,5 Stunden. Ja, ist auch ein halber Motor. Ist auch ein halber Motor, stimmt, stimmt. Und dann hast du hier jetzt circa 4 Stunden. 4 Stunden, genau. 4 Stunden. Genau. Und was mich ja immer interessiert, ist ja bei meiner G-Klasse immer... Bei ist deiner ja, G-Klasse? Ja, Läuft bei dir dann, oder? Ja, ja, Okay. ja. Da ist ja eine Zylinderabschaltung mit drin. Ja. Immer wenn du dann Start-Stopp-Automatik nicht ausmachst und ab eine bestimmte, ich check's immer noch nicht, wann er auf 4 Zylinder umschaltet, aber
Das sind die ZAS-Ventile, das hat er hier nicht. Ach, das hat er nicht. Das hat er hier nicht, Okay, genau. okay. Was sind das für Ventile? ZAS-Ventile. ZAS-Ventile. Genau. Das heißt, dann fährt er echt nur noch auf 4 Zylinder? Genau, dann regelt er das, genau. Wahnsinn. Jetzt passen wir auf. Guck mal, PZ, PZ? PZ, alles auf mich abgestimmt. Nee, Spaß. Ach so. So, jetzt fahren wir in die Linie, Heide. Okay, komm. So, 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 guck mal, jetzt holen wir uns die Hülsen. Das ist für die Ölwanne nachher. okay. Die müssen wir gleich hier dran montieren. Was musst du amortieren? Die Hülsen für die Ölwanne. Ach so, Das okay. ist hier getaktet, weißt du? Ah, Wenn du okay. das vergisst, hast du nachher, kannst du nicht mehr fügen. Das heißt, pro Schritt musst du darauf achten, wenn du einen Schritt vergessen Musst du hast, alles wieder zurückgehen. musst du alles wieder zu. Ist das schon mal passiert? Ja. Klar. Wieso schaust du die ab? Ja, weil wir die Lagerbrückung aufmachen. Ah, okay. Sonst kriegt man ja unsere Kurbelwelle nicht rein. Alter Schwede. Also, Lagerschalen, wo runterkommen, sind gelöchert. Ah, okay. Wegen Öl. Ach so, okay. Okay. So. Ach so, die schätzt du noch mal da drunter, okay. Ach so, das ist die Dichte. Also, Das ist die, auf das läuft nachher die Kurbelwelle. okay. Genau, okay. die schwebt ja nachher. Okay. Also theoretisch. Wenn das Öl drin ist, dann ist die nicht plan, sondern Verstehe. ja. Jetzt holen wir unsere Ölspritzdüsen, Axiallager. Und die sind auch genau abgezählt für das, was ihr pro Tag nutzt, ne? Die hier? Ja. Nee, die sind einfach, glaube ich, voll. Wenn sind leer einfach- ist, dann bestellen wir selber. Wir müssen selber bestellen. Ah, ihr müsst selber bestellen. Genau, wenn wir das letzte rausgreifen, Ja. kommt hinten eine Kammerkarte, bestellen und dann bringt. Ah, okay. Genau. Alles klar. Okay. Ach, da schießt Öl rein da sozusagen. Genau. Ne? Genau. Wahnsinn. Das sind ja Sachen, die sieht man ja als. Nee. Die siehst du ja nie Nee. in dein Leben. Nee. Es sei denn, es ist natürlich ein Riesenschaden. Das, Aber was nie selbst dann siehst du- passiert, ja. das ist halt dann alles der Fahrer schuld. Ja, immer. Immer. Weil ich nicht warm gefahren und Ja. dann ist passiert ist halt. Und nicht gut eingefahren. Genau. Ach, muss jetzt schon auch Ja, noch jetzt müssen wir einmal- ölen. Guck mal. Ah, okay. Jetzt machen wir Öl. Erste Mal, dass da Öl raufkommt. Ah, da ist da es. ist der, guck mal. Alter Schwede. Oh mein Gott. Wow. So. Unglaublich. Für dich ist das ja normal. Ja, aber trotzdem was Schönes. Alter Schwede. Guck Hast du mal. schon heute einen Motor zusammengebaut? Ja? Nee. Ich habe ja so lange auf dich gewartet. Ach so, okay. Ich habe mich okay. schon gefreut, ich muss keinen bauen, aber dann. Ja, dann kam ich. Dann kamst du. Das ist ja unglaublich. So, guck mal jetzt. Auf der Kurbelwelle stehen jetzt auch Farben. Ah, Rot, okay. rot, weiß, Ja, violett, rot. okay. Wie schwer ist es? Was meinst du? Ungefähr. Fragst mich Sachen. Boah, 4 Kilo, 5 Kilo? mehr. Mehr. 10 Ah, das ist Kilo. über 10 Kilo, deswegen müssen wir Kran Genau. tragen. Über 10 Kilo, deswegen auch mit Kran und deswegen jetzt auch die Sicherheitsschuhe. Genau. Falls was runterfällt Fällt, oder dass es sowas, nicht- genau. dass deine Füße natürlich safe sind. Ne? Deswegen. So, und jetzt So, halt drauf. ist das ist ja sozusagen Das Herzstück. Herzstück, genau. Genau. Das ist das Herzstück von Motor. Genau. Absolut. Absolut. Und das ist alles hier genau gefräst und so Jawohl. weiter. Ne? Krass. Okay, jetzt Okay. geht's los. So, So, jetzt drehen wir sie einmal. Jetzt machen wir die Axiallager rein. Rot, ach so. rot. R steht für Rot. Genau. Kannst du das nicht inzwischen schon blind? Nee, jede hat andere Farbe. Ach so. Das ist ja, die sind nicht immer gleich. Ach Deswegen so. musst du da richtig aufpassen. Ach so. Okay, Genau. Krass. Warum? Ja, weil die nicht gleich gefräst sind, alle. Ach Weißt so. Genau, jetzt haben wir die Farben hier gemacht. Das heißt, Ja. der Motor ist hier ist vorne, Ja, das heißt von vorne nach hinten. okay. Okay? Und dann Jetzt ölst müssen du wir wieder. normal ölen. Weil Öl ist hier umsonst. Wie bist du dazu gekommen? Hierher? Zu AMG? Ja, ist halt immer ein Traum, ne? Ja, Bei ja. der schnellsten Familie der Welt zu sein, oder? Ja, klar. Aber du hast erstmal Kfz-Mechatroniker oder Genau. Kfz-Mechaniker gelernt? Ja, ja. Ganz Okay. normal, dann Werkstatt und dann war das nichts. Okay. Werkstatt ist halt Und dann hast du dich hier beworben und dann hier beworben und hat geklappt, ja. krass. Trotzdem, wenn du das jeden Tag machst, ist es immer höchste Konzentration. Ja, es ja. ist wie ein Pilot. Der kann ja auch nicht sagen, ich fliege seit 25 Jahren, ich Nee, fliege geht jetzt nicht. einfach, Nee. steig ein und schmeiß Ja. an und fliege. Genau. Ne? Einmal nicht aufgepasst, dann darf ich zum Meister. Wahnsinn. Das war's. Dank. Dang, wie? So, Geil. also, So, und jetzt geht's weiter. Ach, und jetzt weiter, schraubt das jetzt. Ding runter. Genau. Hast du mal einen Block kaputt gemacht? Ja. Ja? Aber das passiert. So, jetzt siehst du gleich. Oh, und das so lang- sieht der. Guck mal da rein.
Da. Und. Top, das war's. Nicht Okay. schlecht. Jetzt gehen wir weiter. So, Wahnsinn, ey. Achso, jetzt dreht sich der Motor. Nein, den drehe ich. Hier Ach, hinten. den drehst du? Ja, Okay. ja, das wäre geil, ne? So, jetzt stellen wir die Kurbelwelle auf 0. Siehst du da die 2 Linien? Wo? Von der Kurbelwelle die Linie 2? Ja, ja, genau. Genau, jetzt ist OT. Ah, Das ist jetzt okay. 0. So muss sein, wenn wir die Kolben reinmachen, sonst Ah, passten die Kolben nicht. Okay, verstehe. Weißt du? Okay. Verstehe. So, Kolbenbrille. Okay. Das Öl. Ach so, Öl machst du auch? Ist ja umsonst hier? Das ist umsonst. Nicht sparen. Ja. Guck mal, überall. So. Fahrtrichtung Kolben. Genau. Immer Richtung erste Zylinder. Ne? Genau. Ja, das Ja, ist. Ja, Motorenbauer. Komm, ich war doch bei der Schulung. Ach, da machst du auch noch mal Muss, Öl. ja, genau. Das habe ich eben nicht gemacht. Ja, das gibt's beim Vierzylinder. Gibt's nicht? Nee. Ach so, okay. Nur Weil bei da kommt ja die Maschine. Hast du gehört? Bap! Ach so, krass. Mann, 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 Mann. Ach so, musst du immer ganz runter? Ja, Okay. bis auf die Kurbelwelle. Wenn du Warum? komm mal hier runter, dann siehst du. Ach so, okay. Guck mal, jetzt siehst du die Blöds. Ja, Da, stimmt. bap, bap. Stimmt. Stimmt. Weil wenn die da nicht runtergehen, können wir nicht verschrauben. Okay, verstehe. Stopp, Vorsicht. Okay. Jetzt drehen wir auf andere Seite. Ah, okay. Wie drehst du denn jetzt? Wie hast du denn gedreht? Ja, wir haben hier, nee, Spaß mit Fuß. Ach so. Wir haben unten Pendel. 2 Motoren pro Tag. Jawohl. Das ist jetzt aber nicht für die G-Klasse, oder? Ja, guck mal, was hier steht. LSE, G, Ja, 63. G63. Hochwertig. Also für einen G63. Wir bauen hier gerade einen Motor für einen G63. Genau. Also die G-Klasse wird ja in Graz also zusammengebaut Genau. in dem Sinne, in Österreich. Und da werden alle Komponenten natürlich dahin geschickt. Und dann ist da die große Hochzeit, Genau. Karosserie und Motor. Das nennt man ja Hochzeit. Hochzeit, genau. Genau. So, So, Pleudeckel rein. ach so. Das darf man jetzt hier nicht vertauschen. Wenn wir das vertauschen, Motor hops. Echt? Ja. Aber falls du was falsch einbaust, wird das ja spätestens im Testbereich, Nee, das. wird man, oh, das, Ja, ja. Dann ist aber schon zu spät. dann ist schon zu spät, Ja. genau. Was ist das denn? Alles wieder zurück? Alles wieder zurückbauen. Boah, Genau. das ist nervig dann, ne? Ja, das machen nicht wir, das machen unsere Nacharbeiter. Ach, das machen dann die Nacharbeiter. Genau. Die hassen dich dann. Na ja, ungefähr so, ja. Jetzt pass auf, bei den Pleuzen Pfeile, die müssen Ja. immer so zeigen. Siehst du, Pfeil, Ah, Pfeil? okay. Guck mal hier. Die Pfeile müssen immer so. Zack, Immer zueinander. zack. Und dass sie alle Teile auch einen Barcode haben, das ja, ist krass, ne? ja klar. Wahnsinn. Der Motor dreht. Ja, und jetzt kann man, Guck mal, und so funktioniert. Ach, das ist ja geil. Und jetzt die Straße, ist es jetzt nur für uns geblockt oder ist jetzt immer ein Kollege im Nacken und sagt hier? ja, jetzt guck beeil mal dich. auf die Innenbahn. Ja, Guck mal, die sind alle hintereinander und da, stimmt. Also musst du halt auch Musst du. dementsprechend Musst. Geschwindigkeit haben. ja genau, wenn nicht, dann müssen die hinter dir Störzeit schreiben. Ach so. Und dann schreien die von hinten, hey, Busfahrer, und dann hast du ein Problem. Ach, krass. Ja, Ist das so ein Fachjargon? ja, Busfahrer? Ach so. Busfahrer, das heißt, genau, jetzt scannen wir hier die Scheibe, guck mal. Jetzt jeden Kolben müssen wir scannen. Ach Jetzt so. verheiraten wir den. Ach so. Ach so, das heißt, wenn irgendwas ist, Falsch, merkt er jetzt gleich, weil er ihn nicht verheiraten kann und dann muss ich Linienbetreuer rufen. Weil irgendwas nicht stimmt. Wahnsinn. Genau. Kannst du dir das vorstellen, dass das vor Anfang 90er, als das begonnen hat, dass das nicht so viel das Da gab es gar nicht. Da gab es doch was Nee. gar nicht. Hättest du das auch machen können? Ja Dann? klar. Ja? Ja. So, jetzt komm, schau mal her bitte. Okay. Zieh mal an der Reißleine. Das darfst du ja, oder? Ziehen. Ziehen. Tack. Jetzt kommt unser Multispindler runter. Geil. Kennen wir ihn ein? Geil. Du sagst dann Stopp? Der stoppt alleine. Ach, der stoppt alleine. Und dann kannst du aufhören. Genau. Und Okay. jetzt verschrauben wir. Was verschraubst du jetzt? Die Pleuz. Ach so. Auch mit speziellen Newtonmetern. Ne? Genau. Drehmoment also. Und wenn IO, grüne Farbe. Ah, okay. Verstehe. Ach so. Dann haut der die grüne Farbe da drauf. Wenn alles safe ist, genau. Wahnsinn. Ja? Jetzt. Zack. Genial. Top, oder? Mega. Wahnsinn. Zack.
So, guck mal, Perfekt. und jetzt fährt er automatisch hoch, ohne nichts zu machen. Ach so, der Dann war merkt das, dass alles verschraubt ist. Das Ganz heißt, safe. rein theoretisch kannst du das gar nicht vergessen. Normalerweise nicht mehr. Normalerweise nicht. Dann spielen wir hier den Spiel. Ach Wenn so. die kein Spiel haben, auch Linienbetreuer rufen, weil dann auch hops. Ach so, okay. Jetzt hier weiterzugehen, das wäre zu aufwendig. Aber jetzt, was machst du jetzt mit dem Motor? Legst du es jetzt zurück und machst es gleich weiter? Später, wenn du gehst, mache ich weiter, genau. Wahnsinn. Und jetzt, So. was hast du jetzt vorbereitet? Jetzt machen wir Turbolader, ne? Turbolader. Ja. Also Machen die wir- einen oder anderen sind ja Turbo-Fans und Sauger. Was bist du? Ja, Sauger Turbo. oder Turbo? Turbo. Turbo. Und das gucken wir uns jetzt an, wie die Turbolader aufgesetzt werden. Machen wir. Okay, next Perfekt, Schritt. super. Lassen wir den hier stehen, oder? Den lassen wir jetzt hier stehen. Ich muss nur mein Werkzeug Aber mitnehmen. das ist echt Wahnsinn. Den darfst du jetzt nur weitermachen. Ja, ja. Das ist krass. Das ist echt Wahnsinn. Tun wir mal unsere Turbolader vorbereiten. Das ist jetzt ein Motor, was du schon mal zusammengebaut hast jetzt. Genau, Okay, okay. genau. Da haben wir jetzt auch das Sitzeblech gemacht und Okay. jetzt kommen wir die Turbos. Nur für euch als Information, das wurde natürlich alles für uns vorbereitet. Ne? Weil normalerweise baust du einen Motor auch bis zu Ende durch. Natürlich. Ne? Genau. Nur, dass wir hier ein bisschen Zeit sparen, wurde das zuerst mal für uns extra vorbereitet, weil sonst wäre ja irre. Sonst, Ja. hätten wir einen 3-Stunden-Beitrag. Nee, 4 Stunden. Mit dir 4,5 vielleicht. Mit ne? mir 4,5 vielleicht oder 5. Ja, alles gut. Top. genau. Top. Okay, was kommt Okay, jetzt? jetzt machen wir die Turbos. Tun wir die vorbereiten? Das sind die hier. Das Ja? ist natürlich Geil, auch oder? geil. Ne? Guckt euch das mal an. Hier sind die Turbolader. So, jetzt nehmen wir den. Wie schwer ist es? Darf ich mal? Ist wie Champions League Finale. Ja. Nee, wie Champions League Pokal. Habe ich ja schon mal gewonnen. Ja, hast du. Ja, 2014. Das ist genauso schwer. Nein, Spaß. Geil. So, und jetzt da rein. Da muss man jetzt richtig aufpassen. Wieso? Worauf musst du Ja, genau? weil da unten, guck mal, du hast am Turbo hast du auch Dichtung. Wenn du die verdrückst, dann ist er nachher undicht. Ah, okay. Weißt du, mein? Dann okay. bläst es raus. Okay. Siehst du das Loch jetzt? Und jetzt guck, siehst du die Dichtung? Ja? Genau. Ach so, ja, jetzt wenn ich so meinst. Okay. Schon wieder Barcode? Dass wir auch die richtigen genommen Ah, okay. haben. Weißt Aber du könntest jetzt auch die hier dafür nehmen. Ich kann den reinmachen, aber ich komme nicht mehr weiter, weil er dann blockiert, weil es falsch ist. Das sind zwei okay. verschiedene Turbolader. Ach so, okay, ja, verstehe. Das sind die Guck mal hier, LS2, LS1. Okay. Genau. Weißt? Also Turbos Und- sind auf jeden Fall drauf. Turbos sind drin. Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Jetzt kommen wir, was jeder AMG-Fahrer liebt, wenn er seine Motorhaube aufmacht. Wer hat... Achso, wir können doch mal ein Spiel starten. Hast du Bock drauf? Oh nie, oder? Hä? Also, jeder, der jetzt ein AMG fährt, geht jetzt runter in die Garage oder in die Garage und macht seine Motorhaube auf und guckt, ob Soran seinen Motor gebaut hat. Und das schreibt ihr uns in die Kommentare. Das ist doch eine coole Idee. Das ist cool. Was meinst du, wie viele? Ah, viele. Nein, circa. Komm, lass uns eine Wette schreiben. Sag 6. 6, okay. 6, Du? ich sage 8. Okay, und was kriegt der von Espresso. hinten? Espresso. Espresso. Bravo. Top. Okay, super. Jetzt kommen wir ja zu das, was wir alle zu Hause kennen. Das, was wir jetzt gesehen haben bisher, ist ja so Insider. Und ich bin so dankbar, dass ich dabei sein darf und dass wir dabei sein dürfen. Weil es gibt ja gewisse Sachen, die siehst du ja als normaler Mensch gar nicht. Aber jetzt ist das, was wir immer sehen. Motorhaube auf und dann haben wir die Plakette. Genau. Das findet eigentlich auch nicht hier statt. Genau. Ne? Also das hier? Genau, das kommt im Werk. Die Abdeckung kommt immer im Werk rauf, aber die Plakette kommt dann auch immer im Werk rauf, je nachdem, wer den Genau, Motor gebaut genau, hat. genau. So, jetzt bitte, mach. So, dann gehen wir mal zu unserem Schrank. Jetzt bin zu ich mal unserem gespannt. goldenen Schrank. Ach so, hier sind die ganzen Plaketten drin. Ja, genau. Krass. Guck mal. Hier ist meine. Guck mal, das ist mal. ja geil. Mega, schöne Schrift, Mann. Schön, ne? Hätte ich dir gar nicht. Ja, nur weil ich ein Bauer bin, oder? Hätte ich dir jetzt echt nicht zugetraut, dass du so eine schöne Schrift hast. Ja, schön, ne? Krass. Ja, gefällt Wahnsinn. Und dann guck, und so geht's dann rein. So. Zack. Jetzt ist es soweit, jetzt kann das Auto einen G63 verbaut werden. Das ist ja ein G63-Motor. Und die mehrere tausend Kilometer können jetzt kommen. Natürlich, so Das ist ist es. Wahnsinn. Das Genau. ist echt Wahnsinn. Soran, vielen Dank. Nicht zu danken, danke dir. Hat echt Spaß gemacht. Danke für die Einblicke. Danke, schön. dass du uns auch die Zeit gegeben hast. Und ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Unsere Wette gilt. Unsere Wette gilt. Geht runter zu eurer AMGs, macht die Motorhaube auf und guckt, ob ihr diese Plakette dort drauf findet von Soran. Wir haben gewettet,
6 Stück hast du gesagt? Genau. 8 habe ich gesagt. Es geht um einen Um einen Espresso. Espresso. Schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao.